Käsekuchen, das haben wir heute als Thema. Und ein Käsekuchen, der nicht zusammenfällt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Norbis Kochstunde. Und wir fangen gleich mit der Vorbereitung an. Und zwar, wir brauchen einen Boden, einen Mürbeteig. Und den stellen wir jetzt her. Und dafür mischen wir erstmal Zucker mit Salz, Mehl mit Backpulver und geben eine weiche Butter in eine Rührschüssel. So, die weiche Butter, die schlagen wir cremig auf, geben dann ein Ei hinzu und etwas später noch die Zuckermischung. Wenn nun alles schön gleichmäßig vermengt und ausgiebig durchgemixt wurde, geben wir jetzt die Mehl-Backpulvermischung hinzu. Das Ganze kneten wir dann so richtig schön lange durch, damit sich der Teig zusammenfindet und wir daraus nachher eine schöne Kugel, eine schöne Teigkugel formen können. Also ich nehme für diesen Teig Dinkelmehl. Ihr könnt natürlich aber auch Weizenmehl verwenden. Nun, den Teig lassen wir jetzt ruhen. Und kümmern uns noch kurz in der Zeit um weitere Zutaten für die Füllung. Zum Beispiel können wir uns um die Birnen kümmern. Die holen wir aus der Dose heraus und lassen sie abtropfen. Weiter können wir sie schon mal in kleinere Spalten schneiden. Und natürlich, damit sie nachher nicht so viel Flüssigkeit haben, auf Krepppapier trockenlegen. Auch brauchen wir Zucker und Vanillezucker. Und die zwei Zuckerarten, die mischen wir miteinander. Kümmern wir uns um den Mürbeteig. Dann nehmen wir die Hälfte vom Teig und rollen den auf einer Arbeitsfläche aus. Der ergibt nachher den Boden. Die andere Hälfte, die verwenden wir nachher für den Rand. So, der Mürbeteig ist jetzt in der 28er Springform drin und wir stechen dann wie üblich mit der Gabel noch in den Boden rein. Gleich danach geht es auch schon mit der Füllung weiter. Da geben wir die 6 Eier in die Schüssel und rühren die kräftig um. Gleich danach geben wir hier noch dann den Zucker hinzu und rühren weiter kräftig um. Als nächsten Schritt reiben wir Zitronenschale rein und wir geben auch noch die Maisstärke hinzu. Weiter rühren wir das Ganze dann kräftig durch. So, danach kommen die Hauptdarsteller ins Spiel, und zwar Quark und Frischkäse. Die geben wir jetzt auch hinzu und rühren dann kräftig durch, aber zum Schluss langsam. Dann gehen nämlich die Blasen, die jetzt in der Füllung drin sind, nach oben raus.
Okay, vielleicht bleiben ein paar Blasen noch drin, aber das macht überhaupt nichts aus. Denn jetzt geben wir das Ganze auf den Mürbeteig drauf, aber nur die Hälfte von der Füllung, weil auf die Hälfte legen wir jetzt noch die Birnspalten drauf. Und auf die Birnspalten, dann kommt dann der Rest von der Füllung drauf und das Ganze streichen wir dann noch glatt. Jetzt wäre es natürlich auch schon gut gewesen, den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen, weil bei dieser Temperatur backen wir jetzt den Kuchen für 15 Minuten vor. Wir wollen nicht, dass der Kuchen sich aufbläht wie so ein Ballon, sondern wir wollen, dass er nachher nicht zusammenfällt. Somit backen wir nur 15 Minuten lang vor bei 200 Grad und reduzieren dann die Temperatur auf 130 Grad Ober- und Unterhitze. Bei 130 Grad Ober- und Unterhitze bleibt dann der Kuchen für 90 Minuten im Ofen. Nach dieser Zeit öffnen wir den Ofen für 30 Minuten einen Spalt weit. Und ihr werdet sehen, der Kuchen fällt nicht zusammen. Der Käsekuchen bleibt schön glatt oben an der Oberfläche, so dass er nachher wunderbar aussieht. Tatsächlich sieht dieser Käsekuchen aus wie ein Laib Käse. Gelb, so wie es sein muss. Dabei ist er noch wegen dem Frischkäse natürlich schön cremig. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal den Kuchen anschneiden und uns ein schönes Kuchenstück auf den Teller geben. Aber ihr müsst mir doch jetzt recht geben, wie lecker dieser Käsekuchen aussieht, der nicht einfällt. Schön waagrecht, schön plan, so muss er sein. Okay, meine Lieben, es wäre schön, wenn ihr mal diesen Käsekuchen nachbacken würdet und mir berichten würdet, wie er geworden ist. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von der Kochstunde und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball.